Wenn du dir ein zweites Gehirn aufbauen möchtest oder einfach papierlos arbeiten willst, dann solltest du dir ganz dringend Tiago Fortes Para-Methode anschauen. Para steht dabei für Projects, Areas, Resources und Archives oder auf Deutsch Projekte, Rollen, Ressourcen und Archive. Was sich hinter diesen 4 Begriffen verbirgt und warum diese Struktur denn so genial ist, das schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. Du wirst am Ende mit einem einfachen Ablagesystem belohnt, welches du auf deine Dateien, Notizen und Aufgaben anwenden kannst. In ihm kannst du dann strukturiert alle Informationen ablegen und vor allem auch zum richtigen Zeitpunkt wiederfinden. Und ganz nebenbei kann dein schöpferischer bzw. kreativer Output auf neue Höhen gehoben werden. Stell dir vor, du musst ein Event planen und dabei fallen alle möglichen Arten von Informationen an. Es gehen unzählige E-Mails hin und her, bis alleine das Angebot geschrieben und irgendwann bestellt wurde. Dann kommen dir unzählige Ideen für die Gestaltung. Du suchst und findest Ansprechpartner für den Ort, das Catering, die Musik und so weiter. Auf Instagram und Pinterest findest du jede Menge Inspirationen, die du anpinnst. Auf Microsoft Teams, Slack oder WhatsApp erreichen dich Rückfragen, weitere Informationen, neue Anforderungen und so weiter. Irgendwo gehen noch die ganzen To-Dos und Aufgabenzuteilungen hin und her. Und dann gibt es noch diese riesengroße Menge unstrukturierter, unförmiger Informationen, die in unzähligen E-Mails irgendwo in deinem Posteingang zu finden wäre. Wo legst du all diese Informationen ab? Die meisten Menschen behandeln Informationen genauso, wie es eine Bibliothek tun würde. Da wird zuallererst nach Art der Information sortiert. Das heißt, in der Bibliothek stehen Bücher in einer anderen Ecke als Zeitschriften und wenn es noch irgendwelche anderen Medienträger gibt, wie zum Beispiel CDs oder DVDs, stehen die nochmal in einer ganz anderen Ecke in der Bibliothek. Und dann wiederum stehen bei den Büchern die Kochbücher in einer anderen Ecke und einem anderen Regal als zum Beispiel Bücher über das Falten von Servietten. Wenn jetzt eine neue Information in diese Bibliothek reinkommt, sagen wir ein Buch über Bergbau, dann wird dieses Buch weder zu den Kochbüchern noch zu den Zeitschriften noch zu den Büchern über Serviettenfalten gestellt. Und die Bücherei, die Bibliothek kann natürlich nicht wissen, wer und warum das nächste Mal ein Buch über Minen und Bergbau gebraucht wird. Vor allem kann die Bibliothek nicht wissen, dass du gerade an einem Event planst, dafür etwas kochen musst, Servietten falten musst und das Ganze vielleicht in einer ehemaligen Bergmine stattfindet und du deshalb das Buch über Bergbau benötigst. Ist das Beispiel ein bisschen weit hergeholt? Ja, vielleicht, aber lass mich weiter erklären. So wie eine Bücherei diese reine Ablagelogik betreibt, also sich in dem Zeitpunkt, wo die Information reinkommt, nur für die Art der Information interessiert und diese dann ablegt, so behandeln wir typischerweise unsere Informationen auch. Daher liegen die ganzen Informationen zu unserem Event, das wir planen, auch wild verstreut. Die Gästeliste liegt als Datei in einem Ordner, vielleicht irgendwo in der Cloud. In deinen Browserlesezeichen sind die Webseiten der Caterer und sonstige Gestaltungsanregungen abgelegt. In Pinterest gibt es ein paar Pins, wo du weitere Ideen gesammelt hast. Die ganzen Besprechungsmitschriften sind in deinem Notizbuch. Dann gibt es da noch diese ganzen vielen E-Mails, die hin und her gegangen sind. Die To-Dos stehen möglicherweise teilweise im Kalender, teilweise im Taskmanager und so weiter. Ich habe nicht mitgezählt, aber das sind 5 oder 6 verschiedene Stellen, an denen die Informationen liegen. Und dort liegen sie jeweils bei identischer Information. Das heißt, das Browser-Bookmark für einen möglichen Veranstaltungsort liegt beim gleichen Browser-Bookmark, wo du dir vielleicht nächste Woche ein paar neue Laufschuhe bestellen willst, während in deinen Besprechungsmitschriften sowohl die Mitschriften zur Eventplanung als auch das letzte Gespräch mit dem Steuerberater eine Seite davor schlummert. Auf Pinterest hast du nicht nur Pins für die Veranstaltung, sondern auch Renovierideen für dein Wohnzimmer. Und so liegen Informationen wild verstreut, aber vordergründig betrachtet ja trotzdem aufgeräumt, weil Gleiches bei Gleichem liegt. Selbst wenn wir nur bei einer einzigen Sorte von Medium oder Typ der Information bleiben, sagen wir PDF- oder Word-Dateien, selbst dann ist es für viele schwierig zu entscheiden, wo das abgelegt wird. Eine Rechnung, die an Kunde X gestellt wird, liegt die
Top-Level in einem Rechnungsordner, der einen Unterordner Kunde X hat? Oder ist es genau umgekehrt? Gibt es den Kunde X-Ordner und dort gibt es untergeordnet einen Ordner für alle Rechnungen? Spoiler! Den einen genialen Ort, an dem eine Information ein für alle Mal richtig liegt, den gibt es auch in Para nicht. Der Unterschied ist aber, dass Para das weiß und deshalb sich überlegt, wann brauche ich die Information das nächste Mal, dann über diese zeitliche Entnahmelogik sortiert und das jedes Mal neu zur Verfügung stellt oder neu aushandelt und damit die Information immer da liegt, wo du sie beim nächsten Mal optimal gebrauchen kannst. Lass mich das kurz erklären. Halt, kurzer Einschub. Vielleicht denkst du jetzt, wozu gibt es denn die Suchfunktion in meinem Programm, in meiner App? Warum muss ich mir Gedanken über die Ablage machen, wenn ich doch einfach ins Suchfeld eingeben kann, was ich suche? Ja, das ist ein guter Punkt, aber ich verspreche dir, dass du mit der Para-Struktur so viel mehr erreichen kannst, als nur die Suchfunktion weniger häufig benutzen zu müssen. Aber der Reihe nach. Nochmal, die entscheidende Frage, die sich Para stellt und die den ganzen Unterschied ausmacht, ist, wann bzw. in welcher Situation brauche ich diese Informationen das nächste Mal? Wir können hier 4 mögliche Antworten unterscheiden. Ich brauche das sehr, sehr bald. Ich brauche es demnächst mal. Ich brauche es irgendwann mal, kann aber noch gar nicht sagen wann. Oder, ach, das brauche ich vielleicht nie, möchte es aber noch nicht wegwerfen. Sehr bald brauchst du all diese Dinge, die zu deinen aktuellen Projekten gehören. Projekte, die du ja auch zeitnah abschließen willst. An diesen Projekten solltest du ja die Woche über regelmäßig arbeiten und deswegen müssen alle Projektinformationen, die immer sehr bald gebraucht werden, auch wirklich gut und gesammelt im Zugriff sein. Die Rollen oder die Zuständigkeitsbereiche, die du hast, für die hast du vielleicht einen monatlichen Fixtermin. Einmal im Monat kümmerst du dich vorbereitend um die Steuererklärung. Das sind dann Informationen, die du zuverlässig demnächst irgendwann brauchst, aber eben nicht ständig. Dann gibt es Informationen rund um Themen, die dich interessieren. Gleichzeitig hast du aktuell kein Projekt, was in dieses Interessensgebiet fällt und auch keine Rolle, die irgendwie dazu passt. Aber irgendwann möchtest du vielleicht mal in diese Richtung tätig werden. Das sind die Dinge, die du irgendwann mal brauchst, ohne heute schon genau zu wissen, wann. Und zuletzt gibt es all die Informationen, von denen du eben heute nicht sicher bist, ob du sie irgendwann nochmal gebrauchen kannst, willst aber nicht löschen, weil dann wäre sie sicher verloren, also hebst du diese Information für einen Zeitpunkt auf, der vielleicht nie stattfindet. Aber wenn, dann bist du vorbereitet. Alle Informationen, die wir in unserem Beispiel gesammelt haben, waren für dieses Event, das wir planen müssen. Das klingt also nach einem ganz konkreten Projekt. Also diese sehr bald und regelmäßig benötigte Information kommt in den Projekteordner. Wenn du allerdings bei dir in der Firma generell für Veranstaltungen zuständig bist und die Preisliste von den DJs regelmäßig gebraucht wird, naja, dann wäre das eine Information, die unter A wie Areas abgelegt werden würde. Wenn du noch gar nicht weißt, welche konkrete Feier du ausrichten möchtest, aber jetzt schon eine Information gesammelt hast, die irgendwann mal interessant sein könnte, wenn du denn dann ein Event ausrichtest, dann ist das etwas für irgendwann mal in dem Ressourcen- bzw. Resources-Ordner. Wie geht's jetzt weiter? In den nächsten Videos erkläre ich dir zunächst, wie du Para ganz konkret einrichten kannst. Im Dateimanager, in deiner Notiz-App sowie auch in deinem Taskmanager. Kleiner Hinweis, dieses reine Setup-Video werde ich wahrscheinlich nicht als Tonspur im Podcast veröffentlichen, sondern nur hier auf YouTube. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, werde ich das natürlich dann verlinken. Gleichzeitig glaube ich, dass ihr es nicht anschauen müsst, wenn ihr trotzdem den roten Faden in der Para-Methode erkennen möchtet. Anschließend müssen wir uns noch ein bisschen um die Unterstruktur kümmern. Das heißt, wie dann die Informationen konkret abgelegt werden. Legen wir eine Datei anders ab als ein Foto und ein Browser-Bookmark. Spoiler, da wird es um so viel mehr gehen, als nur einen guten Dateinamen zu finden. Und dann müssen wir eben mit Para arbeiten. Und da gibt es auch ein paar sehr hilfreiche Tipps und Tricks, wie du Para effizient nutzen kannst, um in deiner Arbeit zu profitieren. Und ich rede dabei nicht nur von Vorteilen im Sinne von, ich muss weniger suchen, ich finde die Information schneller, sondern echte Vorteile, wie du produktiver
also im wahrsten Wortsinne, schneller etwas produzieren, herstellen, kreativ erzeugen kannst. Das machen wir aber in den nächsten Videos dieser Playlist. Wenn du das nicht verpassen willst, lass doch bitte ein Abo da. Bis zum nächsten Video.